musst du so vorher da sein, weil dann hast du besser den Platz. วันนี้เรานั่งล่องเรือต่อนะคะล่องเรือชมแม่น้ำอัมสเตอร์ดัมนะคะมีห้องน้ำให้ด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูเรือนะคะเรือที่เราจะล่องเป็นแบบที่นั่งกับหากันมีโต๊ะด้วยนะคะบรรยากาศนะคะริมน้ำอัมสเตอร์ดัมนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในเรือนะคะเราจะล่องเรือกันเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศล่องเรือมาให้ดูนะคะมาอัมสเตอร์ดัมเนี่ยไม่ล่องเรือถือว่ามาไม่ถึงนะคะค่าล่องเรือนี่คนละ13เหรียญนะคะ13ยูโรดูนะคะวิวจากเรือนะคะเรานั่งอยู่ในเรือนะคะตอนนี้ให้ดูวิวนะคะข้างนอกเรือส่วนตัวนะคะ Of the highlights, we will pass en route. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord dieses Rundfahrtboots der Reederei Koi. Während unserer Fahrt erklären wir Ihnen die Bewandtnis der wichtigsten Höhepunkte und Ansichten unserer Route. Andere Seite unterwegs, weiß ich nicht. Das ist so eine ganze Stunde finden. Links ziet u Hotel de l'Europe. Dit is een van de beste hotels hier in Amsterdam en het is in bezit van Heineken. De keuken van dit hotel ligt gedeeltelijk onder de waterspiegel. To your left, you will see the Hotel de l'Europe. This is one of the best hotels partially below water level. Links sehen Sie Hotel de l'Europe. Dies ist eins der besten Hotels in Amsterdam und darf sich zum Heineken-Besitz zählen. Die Küche des Hotels befindet sich zum Teil unter dem Wasserspiegel. The kitchen is under the water. This hotel And Europe, yeah, you see, is the best in Amsterdam. One of the best. อันนี้เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในอัมสเตอร์ดัมนะคะมีครัวอยู่ในใต้น้ำนะคะ We varen hier op de rivier de Amstel. De Amstel was ooit een van de rivieren die uitkwam op de zee. We are now sailing the Amstel River. In the past, the Amstel was one of the rivers that used to flow out into the sea. Wir fahren hier auf dem Fluss die Amstel. Die Amstel war einst einer der Flüsse, die ins Meer mündeten. Aan de linkerzijde ligt het Waterlooplein, dat nu grotendeels wordt ingenomen door het stadhuis en muziektheater. Hier was vroeger het centrum van de Joodse buurt. On the left-hand side is the Waterloo Plein, or Waterloo Square, now largely covered by the City Hall and Music Theatre. This used to be the center of the Jewish neighborhood. Auf der linken Seite liegt der Waterloo Plein. Der Platz wird jetzt größtenteils durch das Rathaus und das Operngebäude, die Stopera, eingenommen.
Hier befand sich früher das Zentrum des jüdischen Viertels. Met afbeeldingen van de Gouden Eeuw is gebouwd in 1884. De brug is min of meer een kopie van de Pont Alexandre III in Parijs en ontleent haar naam aan haar voorgangster, een houten ophaalbrug die blauw geschilderd was. The Blaubrug, or Blue Bridge, we now see before us, featuring pylons decorated with images from the Dutch Golden Age, was built in 1884. In some respects, this bridge is a copy of the Pont Alexandre III in Paris, and it was named after its predecessor, which was a wooden drawbridge painted blue. Die Blaubrücke, die wir jetzt vor uns sehen und deren Pfeiler mit Abbildungen aus dem goldenen Zeitalter verziert sind, wurde 1884 gebaut. Die Brücke ist mehr oder weniger eine Kopie der Pont Alexander III in Paris und hat ihren Namen ihrer Vorgängerin zu verdanken, einer hölzernen Zugbrücke, die einen blauen Anstrich hatte. De Waterloo, die we nu deze in het begin van de 17e eeuw opgetrokken brug, herinnert door zijn naam aan de nog smallere brug die hier vroeger was. The Waterloo, or Skinny Bridge, we see ahead of us now, is one of the oldest bridges in the city. This bridge, that was constructed in the early 17th century, commemorates the even narrower bridge that was located here before that. Die magere Brücke, die wir jetzt vor uns sehen, ist eine der ältesten Brücken der Stadt. Diese Beginn des 17. Jahrhunderts errichtete Brücke erinnert durch ihren Namen an die ursprüngliche, wesentlich schmalere Brücke, die sich davor an dieser Stelle befand. There is also another story about the Skinny Bridge that says if you go underneath by boat and on the moment you pass the bridge you kiss your lover, you will stay together for the rest of your life. Well, if I may give you some advice, whatever they promise you, don't go there. Forever can be a very, very long time if it doesn't work out. And just to be sure there isn't any temptation for you, or just to help you out, you will make a turn and go back. Diese Gracht wurde im 17. Jahrhundert gegraben. Auf dieser Gracht finden Sie die größten und schönsten Grachtenhäuser Amsterdams. Het Holthuizen uit einde 17e eeuw. Dit museum is geheel in stijl gebracht zoals de regenten leefden in de 16e en 17e eeuw. On your right, at number 600 century, this museum has been completely brought back to the lifestyle of the regents in the 16th and 17th century. Rechts, bei Haus Nummer 605, befindet sich das Museum Willet Holthuizen aus dem ausklingenden 17. Jahrhundert. Dieses Museum ist vollkommen authentisch restauriert und widerspiegelt das Leben der Regenten im 16. und 17. Jahrhundert. Ein Haus mit einem schönen Bild an der Fassade. Es stellt St. Joris und den Drachen dar, die auf dem Kopf eines Elefanten stehen. Gleich sehen wir auf der linken Seite die 7 Bogenbrücken der Regulierschracht hintereinander. Van de Amsterdamse burgemeester. To your left, the house at number 502 with the balcony and the marble pillars is the official residence of the Mayor of Amsterdam. Das Gebäude links mit der Hausnummer 502 und dem Balkon und den Marmorsäulen ist die Amtswohnung des Amsterdamer Bürgermeisters.
Basel. Oorspronkelijk gebouwd voor de Nederlandse Handelsbank. In de vroegere kluizen bevindt zich nu het Amsterdams Stadsarchief. To the left, you can see the Basel, originally built for the Dutch merchant bank, the Nederlandse Handelsbank. The city archives of Amsterdam are kept in what used to be their vaults. Links sehen Sie die Basel. Sie wurde ursprünglich für die niederländische Handelsbank gebaut. Jetzt befindet sich das Stadtarchiv in den alten Tresoren. We waren nu in de Gouden Bocht, waarin de 17e eeuw de rijkste kooplieden woonden. Wie het had gemaakt in deze machtige handelsstad, moest dat namelijk ook laten zien. Ze gaven de huizen extra grote deuren en kleine bovenramen. Hierdoor lijkt het pand nog groter en hoger. Deze huizen worden nu gebruikt als banken, kantoren en consulaten. Vroeger werden deze huizen bewoond door één gezin. De deur onder de trap was uitsluitend voor het personeel. We are now sailing the Gouden Bocht, or Golden Bend, where the richest merchants used to live in the 17th century. People who had made it big in this powerful trading town obviously had to show it. Their houses had extra large doors and small upper windows. This would make the buildings look even larger and higher. These houses are now used as banks, office buildings and consulates. Musste es natürlich auch zur Schau stellen. So entwarf man Häuser mit besonders breiten Eingangstüren und kleinen Oberfenstern. Der Effekt war, dass das Haus hierdurch noch größer und höher wirkte. Diese Häuser nutzt man jetzt als Banken, Bürogebäude oder Konsulate. Früher wurden diese Häuser von einer Familie bewohnt. Die Türe unterhalb der Treppe war ausschließlich fürs Personal. Links staan twee, aan de overkant staan ook twee identieke huisjes, genaamd de Tweede Broertjes. To your left, you can see two identical houses side by side, also known as the Twin Sisters. On the opposite side, there are two other duplicate houses, the Twin Brothers. Links stehen zwei identische Häuschen nebeneinander, die man auch die Zwillingsschwestern nennt. Auf der gegenüberliegenden Seite stehen auch zwei identische Häuser, die die Zwillingsbrüder heißen. Links van u, op de nummers 362, 368, ziet u enkele 362 bis 368 sehen Sie einige majestätische Kaufmannshäuser aus dem 17. Jahrhundert. naar buiten en naar binnen. Have a look at the facades of the houses we can see on the left and right of us. Here are many kinds of facades, but the most common are the stepped gable, the bell gable, the neck gable, the frame gable, and the spout or funnel gable. You can see that each house has Der Stufen, Glocken, Hals- und Rahmengiebel und der Ausguss is de boom van Amsterdam. Al meer dan 400 jaar staat de Iep langs de grachten en behoort deze tot het werelderfgoed. Er is geen plek ter wereld waar nog zoveel Iepen bij elkaar staan. The typical tree of Amsterdam is the elm. Elms have stood along the canals for over 400 years, and they belong to our World Heritage. There is no other place in the world where so many elms can be found together. It is a very exceptional building, as it was built completely symmetrical to the curve of the canal. Links sehen Sie das Bartolotti-Haus. Das Haus verdankt dem reichen Kaufmann Bartolotti seinen Namen. Es ist ein Entwurf von Hendrik de Keyser. Das Gebäude ist außergewöhnlich, weil es völlig symmetrisch in der Kurve der Gracht gebaut wurde. De Amsterdamse grachtengordel uit tot een binnenstad met een geslaagd voorbeeld van vroeg moderne stedenbouw in Europa. Amsterdam was designated a UNESCO World Heritage Site in 2010.
UNESCO declared that the rig of canals made the inner city of Amsterdam a successful example of early modern urban development in Europe. Ideas about the ideal city in the Renaissance were applied to the Dutch city of canals. Amsterdam wurde 2010 von der UNESCO zur Weltkulturerbeliste hinzugefügt. Die UNESCO betitelte den Amsterdamer Grachtengürtel als gelungenes Beispiel für einen frühmodernen Städtebau in Europa. Auf dem holländischen Grachtengürtel wurden Renaissance-Ideen zur idealen Stadt angewandt. Telkens wanneer de stad groter werd, heeft men meer grachten in een halve cirkel om de stad heen gebouwd. It's interesting for you to know that we have over 1,800 bridges here in Amsterdam. The canals are about 3 meters or 10 feet deep. The first canals were dug in the 13th century for the transfer of goods. Every time the city increased in size, more canals were dug around the center in semicircles. Interessant zu wissen. We varen nu in de Brouwersgracht, waar in vroeger tijden de bierbrouwerijen gevestigd waren. We are now in this canal, where the breweries used to be located. Wir fahren jetzt auf der Brauersgracht, wo sich früher die Bierbrauerei ein großes und ein etwas kleineres, genannt Vater und Sohn. So we actually only saw one canal now, only the gentleman's canal. So we went through it. And there's also the Keizersgracht and the Prinsengracht. Amsterdam has more bicycles than residents. Wer in Amsterdam wohnt, besitzt ein Fahrrad. Radfahren ist eine der schnellsten Möglichkeiten, die Stadt zu durchqueren. Deshalb sehen Sie auch überall so viele geparkte Fahrräder. Es ist eines der größten Parkprobleme in Amsterdam. Jeden Tag entfernt die Gemeinde Hunderte von Fahrrädern, die falsch geparkt sind. In Amsterdam gibt es mehr Fahrräder als Einwohner.ดูเรือกลำนี้นะคะเหมือนเรือของเราเลยที่เราแล่นอยู่ตอนนี้นะคะ On your left, you can see the Eye Film Museum. The building was opened in 2012, and it is the first major cultural institute located in Amsterdam North. Links sehen Sie das Eye Filmmuseum. Das Gebäude wurde 2012 eröffnet und ist die erste große kulturelle Einrichtung, die in Amsterdam Nord errichtet wurde. Links ziet u de Amsterdam-toren. Dit was het vroegere hoofdpunt van de brug. And a great swing, if you dare. Links sehen Sie den Amsterdam-Toren. Er war der frühere Hauptsitz von Shell. Jetzt bildet der Turm eine Brutstätte für kreative und innovative Unternehmen. Old open harbour front. Since 1889, the station has been expanded many times in order to keep up with the growing number of travellers to Amsterdam on several of the large European rivers. They are between 110 and 150 metres long and can accommodate around 150 passengers. Auf der rechten Seite liegen einige Fluss-Cruise-Schiffe. Diese Schiffe kommen über verschiedene große europäische Flüsse nach Amsterdam. Die Schiffe haben eine Länge zwischen 110 und 150 Metern und bieten Platz für ungefähr 150 Passagiere. Links sehen Sie ein besonderes Musikgebäude am Eye. Es ist ein experimentelles Musikzentrum für klassische und Jazzmusik. Designed by the famous architect Renzo Piano. It looks like a ship, but it is meant to be a reflection of the Eye Tunnel. The Nemo was built on the entrance to the Eye Tunnel, connecting the center of the city with Amsterdam North. Links sehen Sie das Nemo, das Science Museum nach dem Entwurf des berühmten Architekten Renzo Piano. Es ähnelt einem Schiff, soll aber die Umkehrung, also die Spiegelung des Eitunnels darstellen. Das Nemo wurde auf dem Eingang zum Eitunnel gebaut, der das Amsterdamer Zentrum Schepen van de West- en Oost-Indische compagnieën die hier zij aan zij lagen. This wide body of water
The Oyster Dock, or Eastern Dock, was originally part of the harbour. It is difficult to imagine the hustle and bustle that was prevalent here in the 17th century, with loading and unloading of the ships of the Dutch West. Entladen der West- und Ostindischen Kompanieschiffe, die hier Seite an Seite lagen, ganz schön viel los war. Amsterdam kampte met een groot tekort aan woonruimte. Daarom gingen mensen vroeger uit noodzaak wonen op een boot, waarvan we hier enkele zien liggen. Vandaag de dag is dat wel anders. Woonschepen zijn tegenwoordig zeer geliefd om op te wonen. Alle woonboten zijn aangesloten op alle voorzieningen. Er worden zeer hoog. Einen Gas-, Wasser- und Elektrizitätsanschluss. Für diese treibenden Häuser werden ziemlich hohe Beträge hingeblättert. To your right, we can see the Montalbaanstoren, or City Jake, because the clock was off for a considerable time. Rechts zien we de Montalbaanstoren, een oude verdedigingstoren waarvan het onderstuk dateert uit de 15e eeuw, terwijl het bovenstuk er in de 17e eeuw op werd geplaatst. De toren werd vroeger de Malle Jaap genoemd, omdat de klok geruime tijd onzuiver Jahrhundert datiert, während der obere Teil erst im 17. Jahrhundert hinzukam. Der Turm wurde Toornsluis. Dit was ooit een van de zeesluizen van Amsterdam. Rembrandt woonde achter het huisje in het huis met de vensterluiken. Dit is het Rembrandthuis. On the left, at the top of the bridge, is a very slanted little house, the lockkeeper's house of the St. Anthony Lock. This was once one of the sea locks of Amsterdam. Rembrandt once lived behind it, in a house with the window shutters. This is the Rembrandt house. Links oben an der Brücke steht ein sehr schiefes. De Amsterdammer is erg trots op zijn stad. En hij wil dan ook best weten hoe oud zijn geboortegrond is. We moeten daarvoor teruggaan. Das damals noch mit der Zuiderzee, dem heutigen Eiselmeer, verbunden war. Im Jahr 1275 erhielt Amsterdam die Stadtrechte. Diese lebhafte Stadt mit ihren Holzhäusern, die von Deichen umgeben waren, die sie vor dem Wasser hat sich im Laufe der Jahre zu einem internationalen Zentrum für Kultur, Handel, Industrie sowie See- und Luftverkehr entwickelt. As you can see, I'm leaning over to the left and the right for just a bit. And this happens to be also the area where a lot of gay people are going out. And when you would ask the locals about that. Links voor ons uit zien we nu de Blindstoren, een oude verdedigingstoren uit de 15e eeuw. Verteidigungsturm aus dem 15. Jahrhundert. Der obere Teil wurde im 17. Jahrhundert hinzugefügt. เรากลับมาถึงที่ท่าเรือแล้วนะคะเราจำหอนาฬิกานี้ได้